Hey, da bin ich wieder auf Weisheiten zum Mitnehmen. Heute habe ich ein Thema, das eure Neugier wecken wird und tief in die Welt der Wörter eintaucht. Hast du dich jemals gefragt, wie unsere Sprache so reich und vielfältig geworden ist? Oder warum wir manche Wörter aus anderen Sprachen übernehmen? Heute tauchen wir ein in die faszinierende Welt der Etymologie und entdecken die erstaunlichen Geschichten hinter den Wörtern. Aber warte, bevor wir uns vertiefen, lass mich dir eine Frage stellen. Kennst du die Bedeutung des griechischen Wortes Enkephalos? Es wird im Deutschen als Gehirn übersetzt. Aber was steckt wirklich hinter diesem Wort? Lass uns diese Reise beginnen und gemeinsam die verborgenen Schätze der Sprache erkunden. Freue dich auf spannende Entdeckungen und unerwartete Verbindungen zwischen Wörtern. Also bleib dran, denn heute geht es um mehr als nur Buchstaben und Silben. Los geht's! Ich liege also da, starre in die Luft und frage mich, was um Himmels willen bedeutet eigentlich das griechische Wort Enkephalos? Also, dass das als Gehirn ins Deutsche übersetzt wird, weiß ich. Aber was genau bedeutet das tatsächlich im Griechischen? Jetzt fragst du dich vielleicht, warum sollte sich ein Deutscher oder eigentlich jeder Nicht-Grieche plötzlich für die griechische Sprache interessieren? Gute Frage. Aber ich verspreche dir, es wird nicht nur um trockene Grammatik und Vokabeln gehen. Denn die griechische Sprache hat einige Überraschungen und Aha-Momente parat, die uns zum Schmunzeln und vielleicht zum Staunen bringen werden. Also, bleib dran und lass uns gemeinsam in die sprachliche Abenteuerreise stürzen. Also ich fragte einen Freund, hast du mir eine Erklärung zum griechischen Wort Enkephalos? Etymologie, Denotation, Zusammensetzung vielleicht. Nicht die deutsche Übersetzung, die kenne ich. In unserem Gespräch ging es erst einmal nur um die Herkunft und die Bedeutung dieses einen Wortes Enkephalos. Das hat mich so fasziniert, dass ich dachte, wir sollten das genauer erkunden und die erstaunliche Welt der Wortursprünge enthüllen. Unsere Reise führte uns vom Griechischen über das Lateinische zum Deutschen, Englischen und letztendlich in unterschiedliche Länder dieser Welt, die einen Einfluss und Inspiration durch die griechische Sprache erlebten. Schnallt euch also an und lasst uns eintauchen in die wunderbare Welt der Etymologie und der Denotation. Also zurück zur Frage. Hast du mir eine Erklärung zum griechischen Wort Enkephalos? Etymologie, Denotation, Zusammensetzung, nicht die deutsche Übersetzung, die kenne ich. Klar, Enkephalos ist das griechische Wort für Gehirn. Die Etymologie dieses Wortes führt uns in die griechische Sprache zurück. Es setzt sich aus den Teilen en, was in bedeutet, und Kephali, was Kopf bedeutet, zusammen. Insgesamt bedeutet Enkephalos also wörtlich im Kopf. Es beschreibt damit das Organ, das sich in unserem Kopf befindet, nämlich das Gehirn. Die Denotation dieses Wortes ist also recht klar. Es bezieht sich auf das menschliche Gehirn. Cool, oder? Dieses N war mir nicht so klar und das als Grieche. Asche über mein Haupt. N als Präfix ist ziemlich interessant, da es oft in oder innerhalb bedeutet. In diesem Zusammenhang ist die Etymologie des Wortes Enkephalos sehr sinnig. Aber EM bedeutet doch auch in oder innerhalb, oder?
wie in Empathie. Ja, das stimmt. Das Präfix kann ebenfalls in oder innerhalb bedeuten. In Wörtern wie Empathie wird dieses Präfix verwendet, um auszudrücken, dass man sich in die Gefühle oder die Lage einer anderen Person einfühlt, also sozusagen innerhalb deren Erfahrungen. Und warum heißt es dann nicht Empathie? Was ist da der Unterschied? Interessante Frage, oder? Kennst du den Unterschied zwischen N und M? Der Unterschied zwischen Empathie und Empathie besteht in der Verwendung der Präfixe und en. Wer hätte das gedacht? Beide können in oder innerhalb bedeuten, jedoch haben sie unterschiedliche Konnotationen und werden in verschiedenen Kontexten eingesetzt. Mich irritiert jetzt diese Aussage schon etwas. Gibt es diesen Unterschied nur in der Konnotation oder auch in der Denotation beider Vorsilben? Okay, genauer. Der Unterschied zwischen Empathie und Empathie bezieht sich sowohl auf die Denotation als auch auf die Konnotation der Präfixe M und N. M bezieht sich auf in oder innerhalb im Sinne von herausnehmen oder hervortreten. In diesem Sinne bedeutet Empathie die Fähigkeit, sich in die Gefühle und Perspektive einer anderen Person hineinzuversetzen. N bezieht sich auf in oder innerhalb im Sinne von eingeschlossen oder umgeben. Daher bedeutet Enkephalos umschlossen oder umgeben vom Kopf, vom Schädel. Es gibt also einen sehr klaren Unterschied sowohl in der Denotation als auch in der Konnotation zwischen den Präfixen, was sich auf die Bedeutung der Wörter Empathie und Enkephalos auswirkt. Empathie mit en wäre nicht gebräuchlich, da es nicht die gleiche emotionale Konnotation hat. Das Präfix en wird in der Regel in technischen oder wissenschaftlichen Begriffen verwendet und bedeutet oft inner oder innerhalb, jedoch nicht unbedingt im emotionalen Sinne. Die Wahl des Präfixes hängt also stark von der Bedeutung und Konnotation ab, die im jeweiligen Wort vermittelt werden soll. In der Entwicklung von Sprache spielen Nuancen und historische Verwendungen eine sehr große Rolle. In deutschen Lexika wird em und en im gleichen Atemzug genannt, leider. Ja, das ist ein interessanter Punkt. In der deutschen Sprache werden die Präfixe em und en tatsächlich oft als ähnliche Präfixe behandelt und ihre Bedeutung kann sich je nach Kontext überlappen. Schon wieder dieser Kontext. Das macht die Unterscheidung zwischen Empathie und Empathie in der deutschen Sprache möglicherweise schwieriger, da sie sich aufgrund der deutschen Sprachentwicklung ähnlicher anhören können. In der Etymologie und im ursprünglichen Griechischen gibt es jedoch Unterschiede in der Bedeutung und Verwendung dieser Präfixe. Hier sind zum besseren Verständnis Beispiele für deutsche Wörter mit den Vorsilben n und m, die aus dem Griechischen stammen. Mit en-Vorsilbe. Enzyklopädie, dieses Wort stammt von Enkykliopädia ab, was umfassende, umschlossene, umkreiste Bildung bedeutet. Eine Enzyklopädie ist also ein umfassendes Nachschlagewerk.
Entymen, ein rhetorisches Konzept, das aus dem Griechischen übernommen wurde und sich auf einen unvollständigen Syllogismus bezieht. Mit Vorsilbe. Empathie. Wie bereits erwähnt, bedeutet Empathie die Fähigkeit, sich in die Gefühle anderer Menschen hineinzuversetzen. Emulsion. In der Chemie eine Mischung aus zwei Flüssigkeiten, die normalerweise nicht miteinander mischbar sind. Ha, wir sprechen doch alle Griechisch. Viele wissen das nur nicht. Wusstest du das? Glaubst du nicht? Guckst du. Zurück zu Enkephalos. Das griechische Wort Enkephalos hat Einfluss auf viele Sprachen, insbesondere im medizinischen Bereich. Hier sind einige Beispiele für Sprachen, in denen dieses Wort entlehnt wurde. Englisch Encephalon wird im Englischen verwendet, um das Gehirn zu bezeichnen. Französisch Encephal ist die französische Bezeichnung für das Gehirn. Hoffentlich habe ich das jetzt richtig ausgesprochen. Spanisch Encéfalo wird im Spanischen für das Gehirn verwendet. Italienisch Encéfalo ist die italienische Variante für das Gehirn. Portugiesisch Encéfalo ist die portugiesische Bezeichnung für das Gehirn. Niederländisch Encephalon wird im Niederländischen im medizinischen Kontext verwendet. Russisch Encephalon ist die russische Variante für das Gehirn. Türkisch Encephalon ist die türkische Variante für das Gehirn und leitet sich ebenfalls vom griechischen Wort Enkephalos ab. Noch Fragen? Diese Beispiele zeigen, wie das griechische Wort Enkephalos in verschiedenen Sprachen Einzug in den medizinischen Wortschatz gefunden hat. Die medizinische Terminologie ist oft international und verwendet griechische und lateinische Wörter als Grundlage. Jetzt könnte vielleicht der eine oder andere denken, so ein Klugscheißer, so ein Angeber, nur weil er Grieche ist? Also habe ich mich mal auf eine weitere Erkundungsreise aufgemacht. Gibt es für das Wort Gehirn auch so eine coole Etymologie wie im Griechischen Enkephalos im Deutschen? Guckst du noch oder weißt du schon? Nun, das griechische Wort Enkephalos wird im Deutschen nicht direkt für im Kopf verwendet, zumindest nicht im Alltagssprachgebrauch. Allerdings findet es in der Medizin und in Fachbereichen Verwendung, um sich auf das Gehirn oder Teile des Gehirns zu beziehen. Zum Beispiel spricht man in der medizinischen Fachsprache von Enzephalitis für eine Gehirnentzündung oder Enzephalogramm für eine Untersuchung des Gehirns. In diesem Kontext wird die griechische Wurzel Enkephalos verwendet, um sich auf den Kopf oder speziell auf das Gehirn zu beziehen. Es zeigt, wie griechische Wurzeln, sorry Leute, in Fachterminologie und in der Medizin Verwendung finden. Guckst du weiter, denn jetzt wird es sehr interessant. Hirn. Die Bezeichnung geht über Mittelhochdeutsch Hirne, Althochdeutsch Hirni, auf Germanisch Hersenja zurück und beruht auf einem Wort, das noch in den nordischen Sprachen in der Bedeutung Schädel oder Schädeldecke enthalten ist.
Die Ausgangsbedeutung ist also demnach das im Schädel befindliche. Gleichen Ursprungs sind ja auch griechisch Kranion, Schädeldecke, und lateinisch Cerebrum, Gehirn, die ebenfalls von einem Grundwort mit der Bedeutung Kopf, Schädel ausgehen. Der in der Hochsprache gebräuchlichere Begriff Gehirn ist eigentlich ein Kollektivum zu Hirn. Bedeutet das jetzt, Hirn war vor dem Wort Gehirn da? Und was genau bedeutet jetzt Gehirn ist ein Kollektivum zu Hirn? Ja, das ist korrekt. Etymologisch gesehen war das Wort Hirn ursprünglich vor dem Wort Gehirn. Die Etymologie von Hirn zeigt, dass es auf ein altes germanisches Wort Hersenja zurückgeht und seine Ausgangsbedeutung das im Schädel befindliche war. Es war also tatsächlich die ursprüngliche Bezeichnung für das Gehirn im Schädel. Was die Formulierung Gehirn ist eigentlich ein Kollektivum zu Hirn bedeutet, ist, dass das Wort Gehirn sich aus Hirn entwickelt hat und im Grunde eine Weiterentwicklung oder eine spezifischere Form von Hirn ist. Ein Kollektivum ist ein Sammelbegriff, der auf eine Gruppe von Dingen oder Personen hinweist. In diesem Fall könnte Gehirn als eine speziellere Bezeichnung für das Organ im Schädel verstanden werden, während Hirn die allgemeinere Bezeichnung für das im Schädel befindliche Gewebe oder Organ ist. Es zeigt sich wieder, wie sich die Sprache entwickelt und spezifischere Begriffe aus allgemeineren Begriffen hervorgehen können. Ist das nicht faszinierend? Mich fasziniert das, aber sowas von. Ach so, noch etwas. Was sollte sich wohl besser eignen als das Wort Enkephalos, um diese Reise zu machen? Etwas, was im Kopf ist. Na, hoffentlich habt ihr jetzt mehr von etwas, was im Kopf ist. Mehr als ihr mitgebracht habt. In diesem Sinne. In diesem Sinne erinnern wir uns daran, dass das Gehirn die mächtigste und faszinierendste Schatzkammer ist, die wir besitzen, gefüllt mit Wissen und Weisheit, bereit auf Entdeckung zu gehen. Das Zitat ist inspiriert von Sokrates' Ansichten über Wissen, Weisheit und Selbstreflexion. Obwohl es vielleicht nicht genau so von ihm formuliert wurde, spiegelt es seine philosophische Überzeugung wider. Sokrates war ein großer Denker und seine Lehren haben einen nachhaltigen Einfluss auf die Philosophie und das Denken in der Welt hinterlassen. Und mein Urgroßvater übrigens. Ich möchte zum Abschluss noch auf etwas hinweisen. Euer Input ist mir mega wichtig. Wenn ihr Ideen oder Themen habt, die ihr gerne hier auf dem Kanal sehen würdet, dann lasst es mich wissen. Eure Vorschläge sind Gold wert und tragen dazu bei, dass dieser Kanal zu etwas Besonderem wird. Also lasst eurer Kreativität freien Lauf und teilt eure Gedanken mit mir. Ich freue mich auf eure Inspiration. Weisheiten zum Mitnehmen, bleibt mir gewogen, euer Georg Muratidis. Bis zum nächsten Mal. Kommentare erwünscht.